Der 30. Juli ist der Welttag gegen Menschenhandel. Dazu möchte ich sagen, moderne Sklaverei nicht in unserem Spiel und Menschenhandel nicht in unserem Spiel. Das ist ein Online-Videoclip zum Welttag gegen Menschenhandel, der jedes Jahr am 30. Juli von der UN begangen wird. Doch der junge Fußballspieler Tawi, den wir da gesehen haben, vom afrikanischen Victoria Dynamites Football Club, spricht nicht gegen Menschenhandel allgemein, sondern gegen Menschenhandel im Sport. Doch Menschenhandel im Sport kommt nicht nur in Afrika vor. Diese Bedrohung gibt es weltweit. Zu den Herausforderungen bei der Bekämpfung zählen starke organisierte kriminelle Bandennetze, auch online, und oft das Fehlen eines echten politischen Willens. Jemand, der sich seit vielen Jahren unermüdlich für die Bekämpfung der Bedrohung durch Menschenhandel und Schmuggel, auch im Sport, einsetzt, ist Professor Michel Vedey vom Malteserorden bei der UN in Genf. Wir sprechen mit ihm jetzt über den Menschenhandel, den Papst Franziskus als eine offene Wunde im Leib Christi, im Leib der ganzen Menschheit bezeichnete. Menschenhandel, auch im Sport. Jetzt hier im EWTN TV UN-Blog. Mein heutiger Gesprächsgast ist Ihnen aus vielen früheren Ausgaben dieser Sendung sicher bereits bekannt. Er wurde im Jahr 2011 zum stellvertretenden ständigen Beobachter des Malteserordens bei der UN in Genf ernannt und im Juli 2017 wurde er zusätzlich zum Botschafter des souveränen Malteserordens für die Überwachung und Bekämpfung des Menschenhandels ernannt. Ich begrüße jetzt in Genf Michel Vedey. Guten Tag, Michel. Yes, good afternoon, Christian. Good afternoon. And very happy to be with you again today. Michel, Menschenhandel und Menschenschmuggel sind schon lange weltweit ein großes, lukratives Geschäft. Bei diesem illegalen Handel werden Männer und Frauen betrogen, manipuliert, entführt und mit verschiedenen Mitteln in eine Situation gelockt, die oft als moderne Sklaverei angesehen wird. Darunter auch Sportveranstaltungen. Ein Bereich des Menschenhandels, der eher unzureichend erörtert wird. Michel. In der Tat hat der Menschenhandel im Sport nur sehr wenig Aufmerksamkeit von Seiten der Regierung und sogar von Sportorganisationen erhalten. Und ich wurde erst kürzlich, am 8. September in Los Angeles, in der Nähe des Olympischen Museums, von einer NGO, Mission 89, eingeladen. Und wir diskutierten die Frage junger Afrikaner, die von Afrika nach Europa verschleppt werden, meist um Fußball zu spielen. Und man hat mich dorthin eingeladen, um dort zu sprechen. Sie luden mich auch ein, bei einer Nebenveranstaltung in New York zu sprechen. Einer Nebenveranstaltung zur UN-Generalversammlung, die von Mission 89 und den ständigen Vertretungen von Gabun, Monaco und Katar organisiert wurde. Eigentlich ging es darum, zu sagen, dass es nun genug sei mit dem Menschenhandel im Sport und dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen müssen, dass leider nicht nur für junge Fußballspieler in Afrika, sondern auch für viele Sportler in anderen Sportarten der Menschenhandel ein Schauplatz ist. Und deshalb sage ich, dass es für mich wichtig ist, dass auch die anderen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 3 Dinge tun. Erstens, das Bewusstsein für dieses Thema und für Menschenhandel im Allgemeinen zu schärfen. Zweitens, bewährte Praktiken auszutauschen. Denn es gibt in der Tat bewährte Vorgehensweisen zur Vorbeugung und zum Schutz dieser Sportler. Und drittens, Maßnahmen zu fördern. Maßnahmen zu fördern, damit die Opfer und Überlebenden rehabilitiert und entweder in den Sport oder in andere Aktivitäten
einschließlich Studium oder Berufsausbildung, wieder eingegliedert werden können. Michel, du erwähntest die sogenannten guten Praktiken, die bewährten Vorgehensweisen. Die hängen ja im Wesentlichen davon ab, dass sie angewandt werden. Und daran mangelt es ja offensichtlich. Was sind denn eigentlich bewährte, gute Vorgehensweisen, Praktiken, wenn du uns einige nennen könntest? Ja, das ist eine gute Frage, denn es gibt gute Vorgehensweisen, aber ich muss sagen, sie sind nicht allzu bekannt. Gute Praktiken können verschiedener Art sein. Nun, gute Praktiken könnten beispielsweise sein, dass man an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen Flugblätter verteilt und jungen Frauen mit Kindern sagt, dass sie bitte aufpassen sollen, dass sie nicht belästigt werden und in die Falle des Menschenhandels geraten. Oder dass man auch Familien in Afrika informiert und ihnen sagt, dass sie ihre Töchter bitte nicht zu einem außergewöhnlichen, verlockenden Job in einem Hotel in Europa gehen lassen sollen, der ganz anders aussehen könnte, wenn sie erst einmal in Europa ankommen. Oder eben auch für Jungen, denen versprochen wird, dass sie in einer Fußballmannschaft in Europa Meister werden. Das ist also ein Teil der guten Verfahren in der Vorbeugung, aber dann auch gute Praxis im Bereich des Schutzes, was bedeutet, dass man versuchen muss, die Opfer zu identifizieren und dann den Ärzten zu sagen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Aber nicht nur Ärzte, sondern auch Rechtsanwälte, Polizeibeamte und Richter, damit sie in der Lage sind, Opfer zu identifizieren und zu erkennen, dass es sich um Menschen handelt, um Opfer, die ein sehr langes und schweres Trauma erlitten haben. Und dieses lange und schwere Trauma verdient eine sehr lange und geduldige Behandlung. Und ich möchte besonders die Rolle einiger religiöser Gemeinden erwähnen, einschließlich natürlich der Katholiken, die sich sehr geduldig um die Opfer und Überlebenden gekümmert haben, ihnen zugehört und sie betreut haben. Und sehr oft verdient das nicht nur Geduld, sondern auch eine besondere Ausbildung. Das umfasst medizinische Betreuung, psychologische Betreuung und manchmal auch eine Ausbildung für ein neues Berufsleben. Und deshalb möchte ich erwähnen, dass einige Kirchengemeinden hier besonders gute Arbeit leisten. Ich will hier zum Beispiel Netzwerke nennen wie Renate, Netzwerke wie Solvodi, Netzwerke wie Talitakum. Das sind Netzwerke von Ordensschwestern, die wirklich hervorragende Arbeit leisten. Wir hatten ein paar von ihnen in unseren Webinaren. Und ich kann dir sagen, dass es sehr beeindruckend war. Es ist sehr beeindruckend, was sie tun und was sie nicht nur in Nigeria, sondern auch in Albanien und anderen Teilen der Welt tun. Und ich möchte hervorheben, dass ich ihr Engagement und ihre Professionalität sehr zu würdigen weiß. Bei den bewährten Praktiken möchte ich auch noch etwas Wichtiges nicht vergessen, das Gebet. Denn wir haben es hier auch mit einer spirituellen Angelegenheit zu tun. Der Menschenhandel ist eine Form des Bösen in der heutigen Zivilisation. Und wir müssen den Menschenhandel auf jeden Fall bekämpfen und verhindern. Und ganz besonders auch durch das Gebet. Der Malteser Ritterorden, für den Michel Vedey gegen den Menschenhandel unterwegs ist ja bekanntlich eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft. Ich möchte erwähnen, dass es jedoch viele christliche Gemeinschaften gibt, die dem Menschenhandel den Kampf angesagt haben. Ganz vorne Thomas Schirmacher, Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz,
auch ein Gast vergangener Sendungen. Im Rahmen des Kongresses gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung im Juni diesen Jahres berichtete Professor Schirmacher über seine Gespräche mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres über Menschenhandel. Professor Schirmacher wies in seinen Gesprächen mit Guterres auf einen Gesichtspunkt hin, über den man seltener spricht. Und ein Thema, wo er uns ausdrücklich gedankt hat, ist dieses Thema Menschenhandel. Aber wir haben eben darauf hingewiesen, dass gerade, wir haben natürlich auch über Russland und Ukraine und diese ganze Geschichte gesprochen, dass in unseren Medien kaum angesprochen, fast alle diese Kriege sich auch durch Menschenhandel finanzieren. Ja? Und nicht nur, das sehen wir jetzt vor allen Dingen, wenn Mädchen aus Ukraine flüchten und hierher kommen und in die Fänge, sondern die ganze Finanzierung. Wenn Sie an Afghanistan denken, man geht davon aus, dass 3/4 von all dem, was die Taliban da tun, über Menschenhandel, Frauenhandel, Zwangsprostitution finanziert wird. Menschenhandel ist eine Straftat, die laut Strafgesetzbuch § 232 mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft wird. Menschenhandel gibt es überall und in fast allen gesellschaftlichen Bereichen und die Opfer sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Besonders durch das weitgehend unregulierte und offene, schnelle Wachstum der E-Sports-Industrie, also im Internet. Hier sind Kinder Cybermobbing, Online-Raubtieren, Sextortion, ungeeigneten Inhalten und anderen Risiken ausgesetzt. Eine echte und oft ungemeisterte Herausforderung für Eltern, Michel. Weißt du, leider hast du recht. Heute findet der Menschenhandel immer häufiger online statt. Online aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es billiger. Zweitens ist es für die Polizei schwieriger zu ermitteln. Und es ist auch sehr schwer zu verhindern. Und E-Sports ist natürlich sehr verlockend, weil man sagt, okay, wir sind auf dem neuesten Stand des kulturellen Trends. Diesbezüglich muss aber auch ganz klar gesagt werden, das sind Fallen. Das sind sehr riskante Aktivitäten. Wenn man nicht aufpasst, kann man tatsächlich in diese Fallen tappen. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, das Internet oder Spiele oder E-Sports zu überwachen, sondern wirklich zu informieren, Eltern und Kinder aufzuklären und zu vermitteln, dass dies sehr gefährlich sein kann. Bitte lasst euch nicht in die Falle locken. Lasst euch nicht in die Falle locken. So ist es. Denn wenn die zuschnappt, diese Falle, ist es mit dem E-Sport-Spaß schnell vorbei. Die Arbeit von Michel Bethey zielt auch darauf ab, mehr Spielentwickler und Organisationen zu ermutigen, Spiele zu entwickeln, die Kinder über Kinderschutzgesetze an Kinder weitergeben. Michel, ich sprach es bereits an. Es gibt viele christliche Organisationen, die sich gegen den Menschenhandel einsetzen, wie auch der Malteserorden, ganz besonders auch bei der UN Genf. Wir haben in den letzten Jahren viel darüber berichtet, aber sag uns doch nur ganz kurz etwas zu deiner Arbeit für den Malteserorden im Kampf gegen den Menschenhandel im Sport und generell gegen den Menschenhandel bei den Vereinten Nationen in Genf. In jedem Fall, weißt du, in jeder Sitzung des Menschenrechtsrates gebe ich eine Erklärung ab. Und jedes Mal, wenn ein Sonderberichterstatter um einen Beitrag des Malteserordens bittet, gebe ich einen Beitrag ab. Und auch in New York. Das Büro in New York hat ebenfalls Erklärungen abgegeben. Außerdem habe ich online an einer Veranstaltung zum Thema E-Sport teilgenommen. Und letzten Donnerstag, war ich in Wien und das wurde von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zum Thema Menschenhandel organisiert. Der Malteserorden nimmt also an persönlichen oder Online-Veranstaltungen teil, nicht nur um zu berichten, was wir tun, sondern auch um von anderen zu lernen, was sie tun. Morgen und
und übermorgen finden zum Beispiel 2 Veranstaltungen statt, an denen wir teilnehmen werden. Ich denke also, dass es sehr wichtig ist, die Vereinten Nationen zu nutzen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Aber sie sind ein Marktplatz, auf dem man Menschen treffen kann, auf dem man Ideen austauschen kann, auf dem man Aktionen fördern kann und auf dem man zeigen kann, dass man tatsächlich Teil der internationalen Gemeinschaft ist und die Zusammenarbeit fördern will. Was kann denn ein Sportfan tun, wenn er eine Sportveranstaltung besucht? Wie können die Zuschauer dieser Veranstaltung zur Bekämpfung und Sensibilisierung für den Menschenhandel im Sport beitragen? Können sie überhaupt irgendwie dazu beitragen? Natürlich. Weißt du, wenn man nur ein Ticket kauft und dann da sitzt und zuschaut und sagen wir, deine Gefühle zeigst, da ist nichts gegen zu sagen. Aber dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass dort junge Spieler spielen und diese jungen Spieler brauchen Aufmerksamkeit und etwas Respekt. Und in der Tat, wenn man diesen jungen Spielern, auch wenn sie aus Afrika oder aus verschiedenen Teilen Europas kommen, etwas Respekt entgegenbringt, dann hilft man damit auch. Aber man sollte auch, das muss ich sagen, die Verantwortlichen der Sportverbände aufrufen, etwas zu tun. Tut etwas. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Kasan-Aktionsplan, der auf der 6. Internationalen Konferenz in Kasan der für Leibeserziehung und Sport zuständigen Minister und hohen Beamten 2017 verabschiedet wurde. Der Kasan-Aktionsplan basiert auf den Internetschutzmaßnahmen für Kinder im Sport, wo sich die nationalen Regierungen verpflichten, die Entwicklung der Sportpolitik mit der 2030-Agenda der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verbinden. Und dann sei auch hier der Bericht des US-Außenministeriums über den Menschenhandel im Jahr 2020 erwähnt, der zum ersten Mal auch den Sport einbezog. Man schätzt, dass es allein in der europäischen Fußballindustrie jedes Jahr 15.000 Opfer von Menschenhandel gibt, hauptsächlich aus Westafrika. Daher halte ich es auch für gut, dass Bürger, Regierungen und Sportverbände diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken und, wie ich bereits sagte, mehr Respekt für diese jungen Spieler fordern und ihnen auch Alternativen anbieten. Denn wenn sie im Fußball nicht erfolgreich sind, sollte man ihnen anbieten, entweder nach Hause zurückzukehren, aber sicher, oder in eine Berufsausbildung oder in verschiedene Formen der Bildung einbezogen zu werden. Aber ich denke, es ist eindeutig mehr Aufmerksamkeit erforderlich. Aufmerksamkeit erzielen ist sicher ein wichtiger und oft auch guter erster Schritt im Kampf gegen Menschenhandel. So hatte Papst Franziskus im Februar am Fest der heiligen Josephine Bakhita und zugleich Weltgebetstag gegen den Menschenhandel zum Fall von Bakhita angemerkt, dass sich Gott um sie gekümmert habe und sie im Prozess der Heilung der durch die Sklaverei verursachten Wunden begleitet habe, bis er ihr Herz, ihren Geist und ihr Inneres zur Versöhnung, Freiheit und Zärtlichkeit fähig machte, so Papst Franziskus. Menschenhandel ist Gewalt. Die Gewalt, die jede Frau und jedes Mädchen erleidet, ist eine offene Wunde im Leib Christi, im Leib der ganzen Menschheit, eine tiefe Wunde, die auch jeden von uns betrifft, sagte der Papst. Ich denke, das ist die sprichwörtliche Faust aufs Auge und trifft auf die Auswirkungen des Verbrechens Menschenhandel im Allgemeinen zu, aus christlicher Sicht zumindest. Eine offene Wunde im Leib Christi, im Leib der ganzen Menschheit, eine tiefe Wunde, die auch jeden von uns betrifft. Vielen Dank fürs Zuschauen, Gottes Segen.